In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir mit diesem Oszillator hier Einstiegssignale generieren können. Es handelt sich um den iForce-Indikator, also schauen wir uns mal an, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Force Index verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir beginnen mit dem Öffnen des Meta-Editors. Klicken Sie dazu auf das kleine Symbol oder drücken Sie F4. Zunächst binden wir die Bibliothek TradeMQH ein, die Funktionen für Handelsoperationen bereitstellt. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade, die für die Ausführung unserer Kauf- und Verkaufsaufträge verwendet wird. In der Funktion OnTick berechnen wir zunächst den Ask-Preis. Dazu wird der aktuelle Ask-Preis des Symbols abgerufen und auf die vom Symbol angegebene Anzahl von Ziffern normalisiert. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis, indem wir den aktuellen Bitpreis des Symbols abrufen und ihn normalisieren. Anschließend erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Als nächstes erstellen wir ein Array mit dem Namen MyPriceArray, um die Force-Index-Werte zu speichern. Wir definieren den Force-Index, indem wir die Funktion iForce mit dem aktuellen Symbol, der aktuellen Periode, einer Periode von 13, der Methode ModeSMA und VolumeTick als Volumetyp aufrufen. Wir stellen das Array so ein, dass es von der aktuellen Kerze abwärts sortiert wird, indem wir ArraySetAsSeries verwenden. Dann kopieren wir die Force-Index-Werte in MyPriceArray. Wir kopieren die Werte aus dem Puffer 0, beginnend mit der aktuellen Kerze, und wir kopieren die Daten von 3 Kerzen. Wir berechnen den Wert des Force-Index für die aktuelle Kerze, indem wir das erste Element von MyPriceArray auf 6 Dezimalstellen normalisieren. Wir berechnen auch den Wert des Force-Index für die vorherige Kerze, indem wir das zweite Element von MyPriceArray auf 6 Dezimalstellen normalisieren. Wir erzeugen ein Kaufsignal, wenn der aktuelle Force-Index-Wert kleiner als 0 und der vorherige Force-Index-Wert größer als 0 ist. In diesem Fall setzen wir den Signalstring auf Kaufen. In ähnlicher Weise wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der aktuelle Force-Index-Wert größer als 0 und der vorherige Force-Index-Wert kleiner als 0 ist. In diesem Fall wird die Signalzeichenfolge auf Verkauf gesetzt. Wenn das Signal Verkauf lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Verkaufsauftrag für 0,10 Lots aus, was 10 Mikrolots entspricht. Wir verwenden den Bitpreis als Einstiegskurs, setzen den Take Profit auf 500 Punkte über dem Bitpreis und setzen den Stop-Loss auf 250 Punkte unter dem Bitpreis. Wenn das Signal Kauf lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Kaufauftrag für 0,10 Lots aus, was 10 Mikrolots entspricht. Wir verwenden den Ask-Preis als Einstiegskurs, setzen den Take Profit auf 500 Punkte unter dem Ask-Preis und setzen den Stop-Loss auf 250 Punkte über dem Ask-Preis. Zum Schluss geben wir das aktuelle Signal in das Chart aus, indem wir die Funktion Comment verwenden. Um den Code zu kompilieren, drücken Sie F7. Wenn Ihnen das zu schnell geht oder Sie nicht verstehen, wie der Code funktioniert, sollten Sie den Premium-Kurs auf unserer Website besuchen oder sich zunächst eines der Grundlagenvideos ansehen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren Sie zu MetaTrader zurück, indem Sie F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken Sie STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wählen Sie den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren Sie den visuellen Modus und starten Sie einen Strategietest. Sie sollten nun den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Force-Index verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sie haben ihn mit ein paar Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, der Oszillator ist jetzt auf Ihrem Chart zu sehen. Falls das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was all diese Codezeilen bewirken, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.